Ganz stinknormale USB-Ladung kann man machen, muss man aber nicht. Damit erreicht man zumindest die Werte, die die Hersteller angeben, was so ein Lithium-Akku an Kapazität speichern kann. Ein REMF-Charger. Was war bisher Rekord? Bei einem 2600 mAh Akku, also so wie es der Hersteller angegeben hat, konnte man bis zu 3500 mAh rausziehen, nachdem er mit so einer Schaltung, einen ziemlich identischen, geladen wurde. Ist doch schon ein kleiner Vorteil, oder? Von ungefähr 300 bis 400 mA geladen. Das Netzteil liefert ja 7 Volt bei 800 mA und mit der Schaltung geht ungefähr die Hälfte der Ampere, was das Netzteil liefert, in den Akku. Also das wird dann auch von der Quelle her gezogen sozusagen. Also das zieht jetzt nicht 800 mA und 7 Volt, das zieht jetzt 7 Volt und 300 oder 400 mA. Bei einem 2 Ampere Netzteil dürfte er dann ungefähr mit 1 Ampere laden, wenn der Akku komplett leer ist. Die Leistung nimmt dann stetig ab, je voller der Akku wird. Und die Dioden hier sind ja auch nur bis 1 Ampere ausgelegt. Also wenn ihr dann mehr Ampere reinladen möchtet, ich meine der Balance hier, der hält bis 3 Ampere aus, dann müsstet ihr hier die 4007er Ultra-Fast-Dioden gegen welche ersetzen, die mindestens 3 Ampere aushalten. Der Transistor, der hält ja 6 Ampere aus, der bräuchte dann noch einen Kühlkörper wahrscheinlich. Und dann könnt ihr dann auch schnell laden mit einem REMF-Charger. Aber die besten Ergebnisse habe ich praktisch mit einem 10 C erreicht. So ungefähr Pi mal Daumen, also wenn der Akku so 3 Ampere-Stunden hat, gehe ich da mit 300 mAh rein zum Laden. Dann ist dann auch richtig viel Kapazität drin, weil er dann sehr, sehr spät seine Ladeschlussspannung erreicht. Ist doch logisch, oder? So schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Bei 4,25 Volt schaltet er ab. Und damit uns unsere Ladeabschaltung nicht durchbrennt mit den 7 Volt und den BGMF-Pulsen, sind die LEDs rangekommen und dann sieht man auch gleich, wann der Akku voll ist. So, ist also eine USB-REMF-Charger-Schaltung, die keine Ladeabschaltung benötigt, weil sie den Akku bis maximal nur 4,1 Volt lädt. Ja, das heißt, der Akku hat dann trotzdem seine 80-90% und man kann dann aber tagelang, wochenlang das Ding hier dran vergessen, ohne dass irgendwas passiert. So ist meine Erfahrung. Und wenn die Quelle wirklich exakt 5 Volt hat, ne, wenn man da mit 5,5 Volt oder auch 6 Volt rangeht, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Unser Akku ist jetzt bei 2,5 Volt und wir haben ein 1 Ampere USB-Netzteil
Start. So, wie ihr seht, haut er am Anfang schon ganz schön ordentlich rein. Ja. Da könnten jetzt schon so ein halbes Ampere fließen ungefähr oder sogar noch mehr. Gegen Ladeschlussspannung nimmt dann die Leistung her immer mehr ab und wie gesagt bei 4,1 Volt haut er dann vielleicht noch ein Milliampere, wenn es hochkommt, in den Akku rein. Und von daher finde ich das ziemlich sicher. Der Unterschied jetzt hier zur vorigen Schaltung ist, dass wir den Vorwiderstand gewechselt haben. Von dem 470 Ohm Vorwiderstand sind wir hier auf einen 1 Ohm Widerstand runtergegangen. Und wir haben die Diode zwischen Plus und Minus weggelassen und auch die Eingangsdiode, die nochmal zum Pluspol mitgeführt wurde, die ist hier auch weggelassen worden. Dafür ist ein Kondensator rangekommen, 6,3 Volt 1000 Mikrofarad, um wenigstens etwas die Back-EMF-Pulse puffern zu können. Auch diese Schaltung regeneriert den Akku im Gegensatz zur normalen Ladung. Also die normale Ladung, der regeneriert gar nichts. Da wird der Akku immer schlechter und schlechter mit der Zeit. Hier, da ist die Re-EMF-Funktion zumindest ein bisschen gegeben. Wir laden hier dann, wenn er hier bei 3,7 Volt ist, laden wir ungefähr noch so mit 100 Milliampere ungefähr. Da sind die Back-EMF-Pulse dann nicht mehr ganz so doll wie bei der anderen Version mit 7 Volt, aber trotzdem immer noch besser als die normale Ladung. Von daher hat man hier dann auch ein bisschen was davon, wenn man immer mit dem Ladegerät seine Lithium-Akkus lädt. Die dürften dann immer besser und besser werden. Bis zu einem bestimmten Punkt halt, aber bis dahin schon. Mit exakt dieser Art der Schaltung, auch so wie sie jetzt hier ist, wird seit einem Jahr ein Langzeittest gemacht mit einem E-Bike. Das hat 10 Lithiumzellen, hat 10 Amperestunden und da wird dann jede einzelne Lithiumzelle sozusagen mit einem Re-EMF-Charger geladen und innerhalb von 8 Stunden bringt er die ungefähr so auf 75% Ladung und je länger man den dann dran lässt, desto voller wird es dann. Also die 90%, die wird das Fahrrad wahrscheinlich erst erreichen, wenn man den so ungefähr eine Woche lang am Ladegerät lässt. Aber wenn man jeden Tag so ein paar Kilometer nur damit fahren muss und über Nacht 8 Stunden das Ding am Ladegerät lassen kann, dann kommt man damit richtig gut hin. Und unkaputtbar soweit. Also kann ja keine Ladeabschaltung kaputt gehen, weil keine Ladeabschaltung drin ist.